Moin Leute, ich möchte euch heute gerne Just Roulette von der Marke Len vorstellen. Ja, die Marke war so lieb und hat mir diesen Duft und auch Try to Follow Me zur Verfügung gestellt. Dafür möchte ich mich einmal ganz herzlich bedanken. Ich habe mich wirklich gefreut, als das Paket hier ankam. Ja, zu Try to Follow Me wird es in der nächsten Woche ein Review geben. Heute geht es eben um Just Roulette. Ich werde euch jetzt etwas zu der Geschichte des Parfums und natürlich auch zu der Duftbeschreibung erzählen und währenddessen gibt es im Schnelldurchlauf ein Unboxing. Die Marke Len hat bisher 8 Düfte herausgebracht und zu jedem Duft gibt es entweder eine ganz persönliche Geschichte, die die Inhaberin selbst erlebt hat, oder es wurde eine Geschichte aufgegriffen und erzählt und der Parfümeur hinter allen Duftkreationen der Marke ist kein geringerer als Michel Almayrac. Ein wirklich sehr bekannter und renommierter Parfümeur. Er hat unter anderem Job Homme, Davidoff Sino, Gucci Pur Homme, Nico Sculpture und vor allem auch Fahrenheit kreiert. Also wirklich ein ganz toller Parfümeur. Und der Duft Just Roulette ist dem italienischen Schauspieler Adriano Celentano gewidmet. Hier geht es also gar nicht darum, dass die Markeninhaberin Jelena von Ohlenhausen etwas Persönliches erlebt hat, sondern es geht vielmehr darum, dass die Tochter des italienischen Schauspielers Adriano Celentano sich an die damalige Zeit und vor allem eben an ihren Vater erinnert hat. Die Familie hat damals in der Nähe des Mailänder Doms gewohnt und auch in den Sommerferien viel Zeit auf der Yacht verbracht. Deswegen seht ihr auf der Verpackung eben auch den Mailänder Dom und die Yacht abgebildet. Der Tochter ist aber vor allem auch der markante Geruch ihres Vaters, ja, das Parfum eben in Erinnerung geblieben. Und das wurde jetzt hier durch die Zusammenarbeit mit Michel Almayrac versucht einzufangen. Und so ist dann auch eben die Duftkomposition Just Roulette entstanden. Ich möchte auch noch mal kurz etwas zu der tollen Verpackung und zu dem Flakon loswerden. Der Designer dahinter ist nämlich Thierry de Bashmakov, ein wirklich renommierter Designer, der in dieser Branche schon für viele Marken wie zum Beispiel Dior, Bulgari und Guerlain gearbeitet hat. Also er ist für die tolle Qualität bekannt. Und zu dem Deckel, zu der Kappe gibt es auch noch etwas zu sagen. Hier handelt es sich nämlich um eine Magnetkappe, was ich persönlich immer toll finde. Und dieser Magnet ist eine extra Anfertigung aus Frankreich und es handelt sich hier um einen wirklich sehr starken Magneten, der ohne Probleme mehrere hundert Gramm halten kann. Wir legen aber am besten einmal mit der Duftbeschreibung los, denn wie sage ich immer so schön, natürlich geht es primär immer um den Duft und um die Duft-DNA. Ja, und für mich ist Just Roulette wirklich ein ganz wundervoller Iris-Duft. Also die Iris steht hier ganz klar im Fokus und hebt sich meiner Meinung nach auch nochmal ganz deutlich von so bekannten Iris-lastigen Düften wie Prada L'Homme, Valentino Uomo Intense und auch Dior Homme Intense ab. Also für mich geht das hier ganz klar in eine andere Richtung. Die Kopfnote ist richtig schön frisch und wenn ihr mal wissen wollt, wie die pure Grapefruit-Essenz riecht, dann seid ihr hier genau richtig. Wir haben nämlich in der Kopfnote eben nur die Grapefruit. Es ist richtig schön frisch, für mich zudem aber auch noch leicht würzig und leicht herb. Und im weiteren Duftverlauf kommt dann aber immer mehr der Main-Player ins Spiel, nämlich die Iris. Und diese Note macht hier für mich auch den Unterschied aus, denn es geht eben nicht in so eine schwere, pudrige Richtung, sondern diese Note ist hier für mich fast schon frisch, aber auf jeden Fall richtig schön klar und auch hell umgesetzt. Ich finde das richtig toll, weil es eben mal eine andere Interpretation eben der Iris ist. Im Dry Down wird der Duft dann immer holziger und ich finde, das riecht man auch richtig gut heraus. Also hier haben wir eine Zedernholz und auch Vetiver-Basis. Das Zedernholz, welches hier verwendet wird, ist wohl ein sehr besonderes Holz aus Italien, was sich auch das Unternehmen des Parfümeurs über 10 Jahre gesichert hat. Und danach wird diese Art von Holz wohl nicht mehr produziert. Und ich finde tatsächlich auch, dass das eine etwas andere Art des Zedernholzes ist, da es für mich eben nicht nur holzig riecht, sondern auch so eine leichte Würze und fast schon so eine leichte Schärfe mit sich bringt. Zusammengefasst kann man also sagen, dass Just Roulette für mich ein wundervoller Irisduft ist, der für mich eben auch etwas Frisches und Würziges hat
und vor allem richtig schön holzig ist. Ja, ich möchte jetzt abschließend auch nochmal auf die Haltbarkeit und Sillage zu sprechen kommen. Vor allem bei der Haltbarkeit scheiden sich ja die Geister. Also da liest man ja ganz unterschiedliche Dinge. Und ich muss sagen, dass der Duft auf meiner Haut solide 8 bis 9 Stunden hält. Das finde ich absolut in Ordnung. Auf Klamotten sieht das Ganze schon ganz anders aus. Da hält der Duft nämlich gefühlt Ewigkeiten. Dazu habe ich auch schon öfter etwas in meinen Videos gesagt, aber wenn ihr das Gefühl habt, dass ein Duft nicht so gut auf eurer Haut hält, also nicht so gut performt, dann sprüht einfach etwas auf die Klamotten oder in den Haaransatz. Denn dort haftet ein Duft nochmal ganz anders als eben auf der Haut. Und ich muss sagen, wenn ich mir 3 bis 4 Sprüher zusätzlich vorne aufs Shirt oder auf den Pullover sprühe, hält der Duft Ewigkeiten. Also da riecht das Kleidungsstück ohne Probleme auch noch am nächsten Tag danach. Also im Großen und Ganzen bin ich wirklich zufrieden mit der Performance. Es ist aber eben nur meine Meinung. Es kann ja eben bei euch anders sein. Die Sillage ist für mich eine typische Extrait de Parfum Sillage. Das heißt, ihr habt keine intensive, starke Aura um euch herum, sondern eher so eine weiche Aura, was ich aber auch toll finde. Ja, dann auch nochmal abschließend etwas zu den Konditionen. Die 100 ml bekommt man so für um die 195 Euro. Das ist auf den Milliliterpreis gerechnet 1,95 Euro. Das ist im Nischenbereich fast schon günstig und dafür bekommt ihr einen wirklich qualitativ hochwertigen Irisduft. So, und dann bin ich auch durch für heute und du kannst ja gerne mal kommentieren, wie du Just Roulette findest. In der nächsten Woche stelle ich euch dann Try to Follow Me vor. Da kann ich aber schon mal verraten, geht es in eine andere Richtung, da wir hier einen eher frischeren Duft haben. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann drücke doch gerne den Daumen hoch Button und solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben und wenn du mich unterstützen möchtest, ja, dann lasse mir doch auch gerne ein Abo da. Dann sage ich danke, dass du hier warst, bleib gesund und munter und bis demnächst.